Moin Moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, mein letztes Video war ja so ellenlang aufgrund der historischen Geschichte und dementsprechend habe ich mir für heute vorgenommen, mich wirklich kürzer zu fassen. Ich gebe mir ganz große Mühe. Ist gar nicht so einfach, wenn man so viel sappelt wie ich. Aber ja, wir fangen hier direkt mit der Präsentation an. Ich stelle euch nämlich heute ein ganz wundervolles Parfum von Maison Francis Kurkdjian vor, nämlich Gentle Fluidity Silver. Ein sehr schlichter, aber wirklich schicker, hochwertiger Flakon. Also ganz hochwertiges, massives Glas. Hier unten haben wir die eine oder andere Information. 70 ml ist so übrigens die gängige Größe. Es gibt noch 200 ml. Aber ja, wie gesagt, 70 ml ist so Standard. Hier haben wir die Abkürzung MFK eingraviert oder eingestanzt ins Glas, im Deckel oder auf dem Deckel auch. Und ja, hier drin müsstet ihr es aussehen, genau da eben auch. Und der Deckel ist sehr massiv und der Zerstäuber ist auch wirklich hochwertig, gibt einen schönen Sprühnebel, also da kann man bei der Marke wirklich nichts sagen. Alles ganz hochwertig. So, der ein oder andere treue Zuschauer wird es aber wissen, ich lege ja immer sehr viel Wert auf den Gesamteindruck. Und da komme ich jetzt auch wirklich zu meinem fast einzigen Kritikpunkt dieser Marke, denn diese Umverpackung, das ist ein wirklicher Flop. Also es ist eine Pappverpackung, noch nicht mal hochwertig. Ihr seht es hier, da fällt und platzt fast alles auseinander. Das einzig Coole, in Anführungsstrichen, finde ich, dass es hier so eine kleinere Verpackung gibt. Da ist dann das Parfum drin, die dann quasi in der Umverpackung oder in der eigentlichen Verpackung steckt. Das so von der Idee finde ich ganz cool, aber das ist nicht. Das ist wirklich absolut billig. Da ist nichts hochwertig. Und ich weiß, viele legen da überhaupt gar keinen Wert drauf. Die schmeißen die Verpackung auch weg. Egal jetzt ob hochwertig oder nicht hochwertig. Mir ist es aber wichtig und ich finde, wenn man 160, 170 Euro für ein Parfum ausgibt, dann darf es auch etwas mehr, etwas hochwertiger sein. Ne? Und man sieht ja auch in der Oud-Reihe von der Marke, die kosten dann 240 Euro, aber zum Beispiel bei Oud Satin Mood, da gibt es eine richtige, hochwertige Verpackung und das würde ich mir auch wünschen, auch wenn die Parfums in Anführungsstrichen etwas günstiger sind. Dürfte es ja auch hier, sage ich mal, etwas mehr an Verpackung sein. So, wir kommen aber zu dem Parfum. Nämlich das ist ganz wundervoll, da gibt es absolut nichts zu kritisieren. Gentle Fluidity Silver ist ein Release aus dem Jahre 2019. Der Parfümeur ist eben der Inhaber der Marke, Herr Maison Francis Kurkdjian. Wie riecht das Parfum? Frisch, holzig, herb. Stellt euch einen frischen Gin Tonic vor, so riecht dieses Parfum. Ja, so kann man es tatsächlich auch abkürzen. Die Duftnoten sind Muskat, Koriandersamen, Moschus, Wacholderbeere, Hölzer und Vanille. Es riecht durch die Wacholderbeere halt wirklich wie so ein frischer Gin Tonic. Interessant ist, durch diese hölzerne Basis und durch die Koriandersamen bekommen wir so einen richtig schönen maskulinen Touch. Also eine richtige schöne maskuline Basis. Das macht es auch sehr anziehend und ist wirklich ganz wundervoll. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Vanille nicht wirklich herausrieche. Vielleicht im allertiefsten Dry Down, dass es ein bisschen süßer wird. Da könnte man so eine Vanille erahnen, aber ist meiner Meinung nach gar nicht großartig ja, erwähnenswert. Also, ganz klare Empfehlung. Frisch, holzig, herb, Gin Tonic Vibes sind hier wirklich Programm. Es ist ideal für den Frühling, ideal für den Sommer. Ich sehe es, also tagsüber könnt ihr es auch tragen, wenn es draußen warm ist. Ich sehe es aber komischerweise immer so an einem Abend. Man war tagsüber in der Sonne, die Haut ist so ein bisschen aufgewärmt, man geht dann noch schön kalt duschen, trägt danach dieses Parfum auf. Springt in die Klamotten und ja, geht dann aus in die Bar, in den Club, ins Restaurant. Also da stelle ich mir das Parfum, oder ich habe es auch so schon getragen, also dafür ist es wirklich ideal. Und deswegen, ganz klare Empfehlung meinerseits. Das soll zu diesem Parfum gewesen sein. Ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt. Ihr könnt jetzt mal unter dem Video abstimmen, welches Video ich euch demnächst abdrehen soll. Es geht um zwei wundervolle Parfums. Einmal hier Ganymede von Marc-Antoine Barrois und einmal hier das wundervolle Parfum Aquaisos von Pierre Giuliani oder Giuliani, wie auch immer es ausgesprochen wird. Also zwei ganz tolle, besondere Parfums, nischige Parfums. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welches ich dieser beiden Parfums vorstellen soll. Ich möchte euch da so ein bisschen mehr ja, in mein Videokanal hier auf YouTube einbringen und deswegen textet mal einfach drunter oder schreibt mir auch gerne bei Instagram
Und ja, das soll es gewesen sein. Danke, dass du reingeschaut hast. Bleib gesund und bis demnächst.